Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir Zuckerstangen und Bonbons. Dafür habe ich hier eine Auflaufform hergenommen und dann habe ich hier so ein Trendspray. Das gibt es in jedem gut sortierten Supermarkt. Damit wird die Auflaufform eingesprüht. Dann die Auflaufform zur Seite stellen. Einen Topf bei mittlerer Hitze erwärmen. 150 Gramm Traubenzucker. Und 50 Milliliter Wasser dazugeben. Dann mit einem Schneebesen Wasser und Traubenzucker verrühren und bei mittlerer Hitze so lange rühren, bis sich der Traubenzucker komplett aufgelöst hat. Es sieht anfangs jetzt etwas klumpig aus, aber das geht relativ schnell. Das wird dann flüssiger. Sieht man ja jetzt auch schon. Und sobald das Ganze nicht mehr so milchig ist, sondern klar und durchsichtig, hat sich der Traubenzucker komplett aufgelöst. So lange sollte weiter gerührt werden, auch mal an den Innenwänden den Topf so ein bisschen zur Seite neigen. Und wenn es dann klar und durchsichtig ist, so wie hier, fängt es meist auch an schon zu sprudeln. Dann für ungefähr eine halbe bis eine Minute köcheln lassen. Und als nächstes 350 Gramm Zucker dazugeben. Außerdem ein Päckchen rote Lebensmittelfarbe. Hier könnt ihr natürlich auch andere Farben benutzen. Und dann noch 50 Milliliter Wasser. Zucker, Lebensmittelfarbe und Wasser jetzt mit einem Schneebesen einrühren und das Ganze bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren zum Köcheln bringen. Wenn ihr noch Aromastoffe habt, könnt ihr die natürlich jetzt auch schon dazugeben und einrühren. Ich brauche die Zuckerstangen aber einfach so, deshalb reicht mir das, wenn sie nur nach Zucker schmecken. Sobald es anfängt zu köcheln, nicht mehr weiter rühren und dann die Innenwände des Topfes mit einem Pinsel und etwas Wasser abpinseln. Um den Restzucker von den Innenwänden zu lösen. Dann brauchen wir ein Zuckerthermometer. Das einfach an der Topfwand befestigen. Wenn ihr so ein normales Bratenthermometer nehmt, müsst ihr darauf achten, dass der Thermometerfühler nicht auf dem Topfboden ist. Also der darf den Topfboden nicht berühren, sondern nur die kochende Flüssigkeit. Und das Ganze jetzt so etwa 10 Minuten köcheln lassen, bis wir 145 Grad erreicht haben. So den Zustand zwischen Soft und Hard Crack. Dann den Topf vom Herd ziehen und die Flüssigkeit in die vorbereitete Auflaufform gießen. Die Auflaufform jetzt für etwa 5 bis 10 Minuten bei Zimmertemperatur abkühlen lassen. Einfach stehen lassen. Dann eine längliche Linie der Arbeitsplatte mit dem Trendspray einsprühen. Dann die Spitze der Teigkarte ebenfalls mit dem Trendspray einsprühen.
Und jetzt die etwas abgekühlte Zuckermasse auf das Trennspray gießen, eventuell an den Seiten nochmal aufsprühen, damit das Ganze nicht an der Arbeitsplatte festklebt. Mit der Teigkarte das Ganze jetzt etwas in Bewegung halten. Am Rand kühlt es immer schneller aus als in der Mitte, deswegen vom Rand immer so ein bisschen in die Mitte hochschieben. Das Ganze ist jetzt etwas viel, deswegen gebe ich etwas mehr als die Hälfte einfach wieder zurück in die Auflaufform. Am besten habt ihr auch einen vorgeheizten Backofen, so bei 100 bis 110 Grad. Die Auflaufform einfach nochmal einsprühen mit dem Trennspray und dann die Masse, die gerade nicht benötigt wird, wieder zurückgeben und dann im vorgeheizten Backofen aufbewahren. So lange, bis man es dann benötigt. Den Rest der Masse dann mit der Teigkarte etwas lang ziehen und sobald es etwas abgekühlt ist, kann man auch mit den Händen schon mal arbeiten. Dann ungefähr die Hälfte jetzt erstmal abnehmen. Mit den Händen dann ein bisschen durchkneten und immer länglich ziehen. Je öfter ihr das mit dem Ziehen macht, desto heller wird die Zuckermasse. Wenn ihr also zweifarbige Zuckerstangen haben wollt, könnt ihr einfach eine Hälfte der Zuckermasse durch diese Ziehbewegungen so ein bisschen weißlich färben. Mir reicht das aber so, deshalb einfach in eine längliche Form bringen, einfach so ein bisschen kneten, ziehen und drücken. Nochmal halbieren. Und sobald es dann die richtige Länge hat, bzw. Dicke, etwa 15 cm lange Stücke daraus schneiden. Die Stücke dann entgegengesetzt drehen und an einer Seite oben so eine Rundung einbiegen, sodass das Ganze nachher wie Zuckerstangen aussieht. Und dann komplett auskühlen lassen. Einfach drehen mit entgegengesetzten Drehbewegungen. An einer Seite eine kleine Rundung biegen und dann so kleine Stöckchen aus den Stangen formen. Und das war's auch schon. Wer lieber Bonbons statt Zuckerstangen hat, kann anstelle von 15 cm langen Stücken die Stücke nach dem Formen auch einfach mit einem Messer so runterschneiden, so 1 bis 2 cm lange Vierecke. Kann man natürlich auch noch andere Formen rausschneiden, je nachdem, wie man das gerne haben will. Und wenn die Masse immer auf einmal zu fest wieder wird, kann man sie auch einfach wieder in den Ofen geben. Der sollte immer vorgeheizt sein, dann sollte nichts schief gehen.
Die Bonbons nachher noch in etwas Puderzucker wälzen. Dann kleben die Hände nicht so beim Anfassen. Und es sieht einfach auch schöner aus, wenn die so einen kleinen Zuckermantel haben. Die Zuckerstangen dann am Glasrand aufhängen. So können sie aufbewahrt werden. Und die Bonbons einfach in einem Einmachglas mit Schraubdeckel aufbewahren. So sehen die Zuckerstangen dann aus. Ich finde, die sind super gelungen. Und das sind die Bonbons. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.